und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ihr spielt ein Stück, das mit einem Auftakt beginnt. Was bedeutet das für den Rest des Stückes, musikalisch und rhythmisch? Darauf möchte ich heute mal eingehen in diesem Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Das Stück kennt ihr vielleicht, das war Corelli und zwar Opus 5, Nummer 7, der Anfang des Vivace, des ersten Satzes. Ein sehr bekanntes Stück, ein wunderschönes Stück, das hätte ich jetzt aber auch so spielen können. Suche die Unterschiede. Also ich lasse euch noch mal ein kleines Stück von der ersten Version hören und danach ein kleines Stück von der zweiten Version. Also ich hoffe, ihr konntet überhaupt einen Unterschied hören. Das Ganze ist überschrieben mit Vivace, das ist die Satzbezeichnung. Vivace kommt ja aus dem Italienischen und bedeutet lebhaft oder lebendig. Und das hat Corelli sozusagen wörtlich gemeint, denn er hat ja in der Barockzeit gelebt und da waren die Satzbezeichnungen eigentlich Affektbezeichnungen, also Stimmungsandeutungen, menschliche Affektbezeichnungen, viel mehr als dass wirklich ein bestimmtes Tempo gemeint war. Vivace ist natürlich eher ein schneller Satz, aber muss nicht rasend schnell sein. Es muss hauptsächlich lebendig und lebhaft klingen. Und ich bilde mir ein, dass die erste Version, die ich euch gespielt habe, lebhafter klang als die zweite. Auf jeden Fall etwas eleganter, etwas leichtfüßiger und eigentlich barocker. Und ihr wisst ja, es geht mir heute um die Auftakte. Ihr hört richtig, die Auftakte, nicht nur den Auftakt am Anfang. Also was ist überhaupt ein Auftakt? Nur mal kurz klären. Ein Auftakt ist ein unvollständiger Takt zu Beginn des Stückes. Also hier in unserem Beispiel haben wir ja eigentlich einen Vierertakt, einen Viervierteltakt. Das C vorne, das ist die Andeutung für einen Vierertakt. Und wenn wir jetzt nur eine Achtel haben, ganz am Anfang, die ganz alleine steht, ist das ein Auftakt. Also der Rest, die anderen 3,5 Schläge, die hier fehlen, die stehen übrigens am Ende vom Stück. Das ist immer so. So, also wir haben hier einen Auftakt und dieses Auftaktige, jetzt kommt der Satz, den ich im Unterricht, wenn ich Blockflötenschülerinnen oder Schüler unterrichte, sehr oft sage, das Stück geht auftaktig weiter. Ja, der Auftakt, der zieht sich nämlich ganz oft durch ein ganzes Stück hindurch. Das heißt, wenn ihr so anfangt mit einem Auftakt, dann könnt ihr woanders auch nochmal auftaktig atmen und spielen. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Was mache ich denn mit so einem Auftakt? Warum hat Corelli einen Auftakt geschrieben? Er hätte ja auch volltaktig anfangen können, also einfach auf dem ersten Schlag und nicht so einen nicht mal halben Takt da zu Anfang schreiben. Also das
ist euch vielleicht längst klar, der Auftakt ist eigentlich so eine unbetonte Zählzeit oder eine unbetontere Note und dadurch kommt die nächste 1, also die erste Note nach dem Taktstrich, die erste Note vom echten Takt, die kommt dann umso besser zur Geltung. Das ist ein bisschen, als ob ich sage, jetzt gehen wir zur Tür raus, das wäre dann volltaktig, oder dass ich sage, und jetzt gehen wir zur Tür raus. Dann wäre das und der Auftakt gewesen, quasi. Wenn ihr jetzt nochmal den Anfang der 2 Versionen hört, dann könnt ihr jetzt hören, dass ich bei der ersten Version, bei der, wie ich finde, schöneren, den Auftakt als Auftakt gespielt habe. Also die erste Note leicht, unbeschwert, ein bisschen kürzer vielleicht, auf jeden Fall leicht und dafür die 1 vom ersten echten Takt umso schöner rauskommt. Während bei der Version, wo ich da keine Unterschiede mache, man das vielleicht nicht so deutlich wahrnimmt. So, wo befinden sich jetzt im Stück nochmal vergleichbare Auftakte, vor denen ihr dann auch atmen könnt? Also, wir haben ja hier den Auftakt und dann kommt Takt 1. Ja, also den Auftakt zählen wir nicht als Takt mit. Takt 1. Da könnt ihr schon mal sehen, am Ende steht auch wieder eine Achtelnote einzeln, dieses Fis. Und dieses Fis ist tatsächlich schon wieder ein Auftakt zu Takt 2. Also wenn ihr erstmal hingeht und Ausschau haltet nach so einzelnen Achtelnoten, die direkt vor dem nächsten Takt kommen, dann könnt ihr schon mal weitere Auftakte entdecken. Und die natürlich auch entsprechend so spielen. Also etwas leichter, vielleicht etwas kürzer, etwas leichter und dafür die nächste Note umso wichtiger. Jetzt hat Corelli hier was ganz Raffiniertes und Schönes gemacht, finde ich. Er hat zum Beispiel in Takt 3 mitten im Takt nochmal einen Auftakt eingebaut. Also da seht ihr diese Achtelpause und danach kommen 5 Achtelnoten und die erste davon ist ein Auftakt zu den nächsten 4. Und dann haben wir aber am Taktende dieses H als Achtel und das ist auch schon wieder ein Auftakt zu Takt 4. Und so hat er dann weitergemacht in Takt 4 nach der Achtelpause. Die 2 Sechzehntel sind zusammengefasst ja eine Achtel. Die sind auch schon wieder ein kleiner Mini-Auftakt im Takt. Und die letzte Achtel im Takt 4 ist schon wieder ein Auftakt zum Takt 5. Also wie ihr merkt, dieses Auftaktige, das könnt ihr hier überall anwenden. Wenn ich das jetzt nicht mache und es einfach alles flach spiele sozusagen, dann klingt das so. Und wenn ich mir jetzt zum Sport mache sozusagen, so viel wie möglich Auftakte da zu finden oder mal auszuprobieren, welche Achtelnoten in diesem Fall hier kann ich denn wie einen Auftakt spielen. Als Leitfaden könnt ihr euch dann nehmen, dass es immer Achtelnoten sein müssen, die nicht auf die Hauptzählzeiten sind. Also nicht genau auf die 1, die 2 oder die 3 oder die 4, sondern auf die 1 und, die 2 und, die 3 und, die 4 und. Also nehmen wir mal Takt 3. Da ist ja eine Viertelnote, das ist die erste Zählzeit. Dann kommt eine Achtelpause, das ist die zweite Zählzeit, da beginnt die. Und diese Achtel, das hohe D, die danach kommt, ist auf die 2 und. Und das ist also ein und, ein Auftakt. Ja, und wenn ihr das mal so ausprobiert, ganz leicht zu spielen und immer dieses und zu denken, dann merkt ihr, dass so eine Leichtigkeit da reinkommt und dass man es fast nicht anders spielen kann als auftaktig. So, ich habe ja schon gesagt, in Takt 4, 5 geht das so weiter, zu Takt 6 auch. Und was ist jetzt in Takt 7 los? Erstmal gar nichts, wenn ihr da nichts draus macht oder das merkt. Hier haben wir nämlich jetzt einen kleinen Abschlusstriller, einen Triller auf dem C und das nachfolgende B ist die zugehörige Schlussnote. Das heißt,
Wenn so eine Stelle ist mit so einem kleinen Schlusstriller, da fängt danach was Neues an. Und jetzt hat Corelli so eine Kehrtwende gemacht sozusagen. Jetzt möchte er plötzlich die letzten 3 Achtel im Takt wie einen Auftakt haben. Das heißt für uns, wir müssen da nach dem Triller und dem danach folgenden B eine kleine Zäsur machen, damit man auch hören kann, jetzt geht was Neues los, und dann kann man gar nicht umhin, als das als 3 Achtel Auftakt zu spielen. Und siehe da, in Takt 8, 9, 10 und 11 hat er das dann logisch weitergeführt. Das sind immer die letzten 3 Achtel ein Auftakt. Das gibt es also auch, dass ein Auftakt nicht nur eine Achtel ist, sondern 3, wobei man hier auch wieder sagen könnte, von den 3 Achteln ist die erste wieder ein kleiner Auftakt zu der zweiten und die dritte ist schon wieder der Auftakt zum nächsten Takt. Also das meine ich mit auftaktig spielen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob dieser Term besteht, weil mein Schreibprogramm sagt immer aber ich kenne das so, dieses auftaktige Spielen, das muss nicht immer wirklich ein Auftakt sein im Takt, sondern das ist mehr dieses schwer und leicht, oder sagen wir umgekehrt, leicht, schwer und 1 und 2. Klingt jetzt wie beim Sport, ja, aber dass ihr immer denkt und Badi, Bam und Badi und Badi, Bam. Ja, also ich glaube, ich spiele besser Flöte als zu singen, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und an euch ist es jetzt, um das selbst zu entdecken in einem Stück und auf die Suche zu gehen, wo ergibt sich irgendwie die Möglichkeit, dass ich unbetonte Zählzeiten in so einem lebendigen, schnelleren Stück auch wirklich unbetont und leicht spiele. In manchen Ausgaben habt ihr auch einen ganz kleinen Pralltriller auf so einem Auftakt zum Beispiel, und das ist ein bisschen knifflig, dass man den dann mit Pralltriller spielt, aber trotzdem unbetont. Wenn ihr es jetzt schwer findet, das selbst zu entdecken in einem Stück, das ihr spielt oder sogar in diesem Stück, dann achtet doch mal drauf, wenn ihr ein Stück durchspielt, wenn ihr es noch nicht kennt oder wenn ihr es auch schon kennt. Versucht euch mal gut zuzuhören, wenn ihr ein Stück durchspielt, dass ihr es wahrnehmt wie ein Text, den man erzählt. Also, dass ihr nicht sozusagen ohne Punkt und Komma durchspielt, sondern dass ihr mal hört, wie sind die Einteilungen und wo kann ich ein bisschen Schattierungen reinbringen. Und ich glaube, da kriegt ihr mehr raus, als ihr vielleicht bisher versucht habt. Dann macht einfach in so einem schnelleren Stück ganz viele leichte, unbetonte Noten. Also sage ich jetzt mal ganz platt, ja. So viel könnt ihr da gar nicht falsch machen. Lieber mal ein paar Noten zu leicht und zu unbetont gespielt, als dass ihr es so macht wie ganz viele Spielerinnen und Spieler, wenn sie ein Stück dann spielen und sie wissen noch nicht, wie sie es interpretieren können. Dann wird einfach eigentlich alles flach gespielt oder schwer und betont, also so wie in dieser zweiten Version. Also versucht es doch einfach mal umgekehrt zu machen, versucht meistens leichte und lebendige Noten zu spielen, statt lauter breite und betonte Noten. Traut euch einfach mal wirklich damit zu experimentieren. Jedenfalls werdet ihr merken, dass zum Beispiel in dieser Corelli-Sonate an sehr vielen Stellen das leichte, unbetonte Spiel reinpasst. Und was entsteht dann, wenn man das so spielt? Wie klingt das dann? Ja, richtig, lebendig, lebhaft, also vivace. Und das wollten wir ja hören lassen. Das soll das Stück ausdrücken. Warum jetzt viele von euch ein Stück erstmal ziemlich flach durchspielen, ohne Noten mal kurz zu spielen oder ein bisschen leichter? Das kann ich natürlich nur vermuten. Ich denke zum Teil, weil man sich nicht selber so gut zuhört oder weil man sich unsicher ist. Aus welchem Grund auch immer. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, warum das bei euch so ist oder ob es euch vielleicht noch gar nicht aufgefallen war. Ob ihr vielleicht noch gar nicht darauf geachtet habt, da so Unterschiede zu machen.
Aber ihr wisst ja, ohne Fehler zu machen, kann man nichts lernen. Und wie gesagt, so viel könnt ihr nicht falsch machen, wenn ihr das mal generell probiert bei einem schnellen Satz. Vivace, Allegro, Presto. Einfach viele, viele kurze und leichte Noten zu spielen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das leichte, beschwingte, das auftaktige Spiel jetzt etwas näher bringen. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr eine systematische Anleitung bekommen möchtet, wie ihr eure Interpretation, eure musikalische Gestaltungsweise grundlegend verbessern könnt, dann meldet euch gerne zu meinem Videokurs an, Block für the Next Level. Den Link dazu findet ihr auf meiner Website oder auch direkt hier unter dem Video. Nun bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.